Hey, das ist ja mega leicht. Das fliegt sogar mit Luftballons. Also das hätte ich jetzt doch nicht gedacht, dass es so leicht ist. Da bin ich jetzt doch ein bisschen beeindruckt. Oh, Scheiße! Mann! So, das Rad ist zum Glück wieder da. Für ein Gravelbike scheinbar sehr leicht. Und warum das so leicht ist, das zeige ich euch jetzt. So, fangen wir an mit dem Lenker. 2019 hatte Rose das Backroad mit einem Alu-Lenker ausgeliefert. Ritchey Evo Curved AL 253 Gramm. Den habe ich mittlerweile gegen einen Carbonlenker getauscht. Ritchey Venture Max mit 226 Gramm. Das sind schon mal 27 Gramm. Und deutlich komfortabler, breiter, kann man glaube ich nicht viel falsch machen. Weiter geht's mit dem Vorbau. Da war auch was von Ritchey drauf, ein WCS C220. Den habe ich getauscht gegen ein Modell von Rose USC. Ich habe noch die Stahlschrauben gegen Titanschrauben getauscht und 35 Gramm gespart. Zu Lenker und Vorbau gibt es auch ein Video, das verlinke ich euch mal unten in der Beschreibung. So ein Video zum Gewicht des Rads ohne Waage macht natürlich keinen Sinn, deswegen packen wir mal die A-Head-Kappe auf die Waage. Hier ist die alte, 12,7 Gramm, ich hoffe man sieht das auf dem Video. Und getauscht gegen eine Version mit Aluschraube. Muss man ein bisschen vorsichtig sein beim Anziehen, aber 6,3. Das sind über 6 Gramm. Und wo gerade die A-Head-Kappe ab ist, da unter ist der Expander. Ich weiß nicht, ob man den auf dem Video sieht. Da war einer von Rose drin, natürlich mit 45 Gramm. Den habe ich rausgeschmissen und gegen einen von Specialized getauscht. Carbon Tube Expander. Der ist nicht aus Carbon, aber ist für Carbon-Schäfte geeignet. Und der wiegt nur 25 Gramm. Also 20 Gramm weniger. So, wir kommen nicht so richtig vorwärts mit Gewicht, aber jetzt brauchen wir mal ein bisschen mehr. Sattel. Das ist natürlich total individuell. Gekauft habe ich das Backroad mit einem Selle Italia X3 Flow, 295 Gramm. Den bin ich nie gefahren. Ich habe keine Ahnung, ob der was taugt oder nicht, weil ich schon immer SQL-Sättel fahre. Und jetzt seit einer ganzen Weile den 612R. Der ist wirklich krass leicht. Der wiegt 125 Gramm mit Carbonstreben. Also 170 Gramm weniger als das Selle Italia Sattel. Ich komme damit super klar, aber das müsst ihr unbedingt ausprobieren, was da für euch passt und was nicht. Ich habe bei Escolab nachgefragt, wie das so aussieht mit Carbonstreben und Satteltaschen. Die sagen auf keinen Fall. Da habe ich mich mal direkt rüber hinweggesetzt und fahre jetzt auch schon seit 2.500 Kilometer Arschraketen durch die Gegend und ich merke überhaupt nichts. Klappt wunderbar. So, jetzt kommen wir zu den richtig dicken Brocken. Laufräder. Auch hier habe ich direkt im Konfigurator noch bei Rose die Laufräder abgewählt. Das waren damals die DT Swiss C1850. Das sind, glaube ich, in Wirklichkeit DT Swiss C1800. Genau, und habe die ER 1400 gewählt. Auch Alulaufräder, Endurance, ein Tick breiter.
Ja, und vor allen Dingen deutlich leichter als die C1800, nämlich der Satz 252 Gramm. Und das merkt man natürlich richtig, weil bewegte Masse. Und die sind auch ordentlich komfortabel. Ich bin total zufrieden. Fahre die jetzt seit 2 Jahren überall rum und die sind mega zentriert noch, laufen astrein. Narben, auch DT Swiss 240er. Hinten ordentlich laut. Und laufen auf ihrem ersten Tag. Ich bin super zufrieden. So, wo wir bei Laufrädern sind, müssen wir auch über Metal reden. Da fahre ich mittlerweile Conti Terra Speed. Ursprünglich verbaut war Schwalbe G1 Allround. Die sind 55 Gramm leichter, die Contis, pro Reifen. Also 110 Gramm. Die Contis laufen super schnell und sehr komfortabel, deutlich komfortabler als die Schwalbe-Reifen, sind jetzt aber nach 2500 Kilometer auch ganz schön runtergefahren. Vorne geht's noch, hinten ist bald was Neues fällig. Und ich fahre noch mit Schlauch. Da muss mich noch mal jemand überzeugen, dass ich auf Tubeless wechsle. So, nächstes Thema, Bremsscheiben. Da bin ich auf zweigeteilte umgestiegen, auch von SRAM. Da war vorher Centerline Scheiben drauf, jetzt sind Centerline X Scheiben. Die wiegen das Stück 34 Gramm weniger, macht nochmal 68 Gramm. So, das letzte zum Thema Laufräder sind natürlich Steckachsen. Da sind jetzt welche von Carbon TI drin, ohne Hebel. Die brauche ich auch nicht, weil ich sowieso immer ein Multitool dabei habe. Genau, die sind, anders als der Name es vermuten lässt, weder aus Carbon noch aus Titan, sondern ganz schöne aus Aluminium und wiegen 50 Gramm weniger als die DT Swiss Achsen. Genau, wenn ihr Steckachsen tauscht, unbedingt auf den Achsstandard achten. Also gerade hier bei meinem 2019er Backroad habe ich vorne eine 15 mm Achse. Das ist eher unüblich, also da schaut mal lieber nach, was ihr aktuell dran habt. Nach den Rädern kommen wir mal zum Antrieb. Ich fahre noch zweifach, also mit Umwerfer vorne, und damit hat es auch alles angefangen. Da war einer von SRAM Force dran und der hat mich in den Wahnsinn getrieben. Also entweder war ich zu blöd oder das Ding war kaputt. Ich habe den jedenfalls nicht eingestellt gekriegt. Der hatte immer die Kette nach innen abgeworfen. Und dann habe ich mir kurzhand einen gebrauchten SRAM Red Umwerfer gekauft und dann war sofort Ruhe. Seitdem keine Probleme mehr und 5 Gramm gespart. So, passend zum Umwerfer wollte ich dann natürlich auch eine Red Kurbel haben. Die ist aber echt schwierig zu kriegen. Neu war sie mir viel zu teuer. Aber ich habe dann tatsächlich mit viel Glück eine gebrauchte bekommen. Die war sogar neu, aber von privat und deutlich günstiger. Und die wiegt 119 Gramm weniger als die Force-Kurbel und lässt sich in 10 Minuten tauschen. Also perfekt zum Gewichtssparen in wenigen Minuten. So, natürlich auch passend das Schaltwerk dazu. Das muss ich aber sagen, lohnt sich überhaupt nicht. Also ich habe ewig gesucht, ein gebrauchtes Red-Schaltwerk mit mittellangen Käfi zu finden. Das gibt es so gut wie nie. Ich habe dann nach 3 Monaten endlich eins gefunden. Ja, dann war es nicht ganz so teuer und hat aber auch nur 13 Gramm Gewicht gespart. Also da würde ich dann doch sagen, die Investition lohnt sich dann doch eher nicht. So, und dann gibt es natürlich noch diversen Kleinkram. Also zum Beispiel alle Flaschenhalterschrauben ersetzen von Stahl nach Alu. 4 Schrauben, 1,5 Gramm, macht 6 Gramm. Okay, was man sich gut überlegen muss, guckt euch mal eure Sattelstütze an. Wenn die sehr lang ist und
sehr tief in den Rahmen reingeht, könnt ihr die natürlich kürzen. Habe ich auch gemacht, aber ich empfehle das jetzt mal nicht, weil nicht, dass ihr euch damit auf die Fresse packt. Auch wenn es wie bei mir 20 Gramm spart, vielleicht doch lieber die Finger davon lassen. So, dann jetzt nochmal Gesamtgewicht wiegen, heute ohne Pedalen. So wiegt man ein Rad ja eigentlich auch. Okay, 7,55 Kilo. Das ist doch super. Das war's. Immerhin ohne krass viel Aufwand 900 Gramm gespart. Nicht ganz ein Kilo. Vielleicht fällt euch ja noch was ein. Vielleicht Umstieg auf einfach, Tubeless, Carbonlaufräder. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, gerne Daumen nach oben und dann bis zum nächsten Mal.